Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU, hier zum erweiterten Testbericht der Cockpit SX9 und Cockpit SX12. Nach dem neuen Update auf die 1.4.0 hat sich einiges ergeben, wo wir viel Spaß mit haben. Und zwar, wir können jetzt die einzelnen Kanäle, das heißt, ja, wir wissen ja, es war ja immer festbelegt, ne? Wir haben ja immer hier 1 war für Querruder, 2 für Seitenruder, 3 Höhenruder, 4 Gas und 5 war dann das andere Querruder. Das ist jetzt relativ frei bewegbar, insbesondere auch zu den Schaltern, also zu den Gebern, können wir die einzelnen Kanäle jetzt mit dem neuen Update zuordnen. Das bedeutet mal, wir nehmen das mal zur Seite. Hier seht ihr, hier haben wir das neue Update drauf. Und das neue Update hat jetzt die Möglichkeit, dass wir einfach mal zum Beispiel hier in diese Funktion zu den Servos gehen, dann die Servozuordnung und ich nehme jetzt mal den Stift dazu, der ist hier unten. Da können wir, wenn wir zum Beispiel sagen, auf 8, Ausgang 8, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Höhe dazu. Das bedeutet, gehen wir mal zurück in den Servomonitor. Ich habe jetzt auf Höhe 8 auch laufen. Seht ihr? 8, 6 und 2. Die laufen jetzt da. Ich habe jetzt 3 Servos dazu zum Laufen gebracht. Seht ihr da, wie das hoch und runter geht? Ich werde jetzt nochmal aus Quatsch einfach nochmal Höhe dazu setzen. Hier auf 7 Höhe. Dann gehen wir mal eins weiter. Dann machen wir hier alles mal Höhe rein. Ja? Das ist natürlich jetzt einfach mal nur ein Beispiel, wie frei man jetzt auf einmal ist. Jetzt gehen wir in den Servomonitor, jetzt bewegt sich alles nach oben und nach unten, seht ihr? Außer Kanal 9 und 11, die habe ich jetzt gerade noch nicht belegt. Also im Grunde genommen haben wir jetzt die Freiheit, mehrere Servos einzubauen für Querruder, Höhenruder, Seitenruder etc. untereinander nochmal optimal zu tarieren, indem wir da jetzt in den einzelnen Servos reingehen. Das werden wir auch mal noch zeigen. Servo-Einstellungen. Sagen wir mal, wir gehen jetzt dort, wo wir jetzt die Höhe haben. Seht ihr, hier steht jetzt überall Höhe plus Höhe plus Höhe. Gehen wir mal auf 8. Dann können wir jetzt hier die Kurven entsprechend auch verändern. Sagen wir, okay, wenn wir aber die 5-Punkt-Kurve haben, dann kannst du die entsprechend verändern. Den Nullpunkt was hochschieben. Hier was nach unten, also wie du es haben möchtest. Und das hat den Vorteil, dass wir jetzt völlig frei, absolut frei agieren können. Ihr könnt auch hier diesen Schalter auch 2, 3, 4, 5 Servos zulegen, also die Kanäle, und die könnt ihr einzeln nochmal ansteuern, wie ihr es haben wollt. Es ist eine hervorragende Sache. Was mir auch sehr gut gefällt, ich habe ja jetzt hier beide, die SX9 und die SX12. Ihr könnt sie updaten. Die SX9 für ganz kleines Geld könnt ihr zur SX12 machen. Und ihr wisst ja, diese Knüppel, zum Beispiel Dan Bott, der Chairman von der AMA, das ist ein sehr großer amerikanischer Modellflugverband, er ist ja für die Foundation zuständig. Der war mit mir hier fliegen auf der Tannalm, wo ich gerade bin, vor 2 Wochen, und er war total begeistert von den Knüppeln. Er fliegt andere Fabrikate drüben in Amerika, sehr populäre Fernsteuerungssysteme, und er sagte, das ist ja unglaublich. Als er die Knüppel angefasst hatte, er sagte, mein Gott, wie fein sind die denn? Ja, wir kommen hier aus das sind die gleichen Knüppel, die auch in der Master, die Master Edition, also in der Profi TX drin sind. Also, und die Qualität ist hier auch eingebaut, in der 9 sowie auch in der 12. Also wir haben High-End-Geräte, die wirklich gut durchdacht sind, auch von der Ergonomie. Letztens war ich auf der Segelflugmesse und da hat ein Fliegerfreund gesagt, mein Gott, guck mal, das ist so ein bisschen schräg. Ja? Wie kommt das? Aber wenn ihr das mal in der Hand habt und habt jetzt nicht unbedingt einer, der parallel ist, sondern ihr habt auch noch die Knüppel parallel, seht ihr, für die Hand, für den Daumen ist das eine wunderbare Sache von der Führung her. Und ich habe sogar hier bei der Profi TX auch die Knüppel gedreht.
ja, und ein paar Grad, sodass ich da eine schöne Führung habe. Nicht parallel, sondern zur entspannten Handlage. Ne? Also die Hand, ich fliege ja nicht so, ich halte ja meine Hand entspannt so. Und ich habe mich daran gewöhnt und ich bin auch nicht so erschöpft. Ich fliege ja teilweise, wie ihr wisst, so 2-3 Stunden Flüge hintereinander und ich erlahme nicht mehr so schnell. Also ich kriege dann immer so ein bisschen Spannung hier in die Hand rein, das merke ich, wenn ich gelandet bin, das habe ich jetzt nicht mehr. Also vielleicht ist das auch etwas für euch, überlegt mal in die Richtung zu gehen. Einfach mal testen. Die Knüppelchen, die Aggregate sind einfach sensationell. Ich habe bisher wirklich auch die anderen Anlagen, ich habe hier viele gehabt, wie ihr wisst vom Testbericht her, habe ich ja schon Veatronic getestet und auch noch andere Anlagen bei mir im Schrank stehen, wie Hightech und auch wie die MC24, da habe ich auch noch 2. Keiner hat diese Knüppeltechnik, oder auch Debat 64 und Debat 60 habe ich ja getestet, keiner hat diese Qualität und auch Robustheit. Mir sind die Sachen schon mal hingefallen, auf die Knüppel gefallen. Ja, die sind nicht abgebrochen, ja, was auch ein Manko ist bei vielen neuen Anlagen, dass man, die brauchen nur angucken, ja, oder mal schräg anfassen, dann passiert da was. Ja, was ich noch sehr gut finde, das hat die 9 nicht drin, hat die 12 drin, ist hinten ein kleiner Beschleunigungssensor. Das bedeutet, gehen wir mal in die Konfiguration nochmal rein, Servozuordnung, und wir holen uns den kleinen Stift nochmal raus. Dann könnt ihr nämlich zum Beispiel hier sagen, bei 6 gehen wir hin und haben hier hinten neben den AUX, also ja, wir können jetzt hier die einzelnen AUX sehen, da haben wir hier auch noch etwas drin, das sind die Beschleunigungssensoren. Ja? Und dann okay, haben wir hier Lage, YZ, XYZ und Giro, ja, also Beschleunigung. Sage ich mal, ich nehme einen Girowert da drauf und dann gucken wir mal in der Servomonitorzuordnung. Dann seht ihr, wenn ich das jetzt so kippe, geht dieser Kanal 6 hoch. Das heißt, ich könnte hier so fliegen und wenn ich so mache, macht ihr mir eine Ansage zum Beispiel. Und mit dem neuen Launcher könnt ihr spezielle Ansagen euch dort einsetzen. Also das Launcher ist dieses PC-Programm. In diesem PC-Programm könnt ihr dann den Sender anschließen, hier über die USB-Buchse, dann erkennt ihr den automatisch, ganz einfach. Dann öffnet sich ein Programmmenü und ihr könnt ihn dann individuell die Sprach-Wave-Dateien den Schaltern zuordnen. Oder den Funktionen zuordnen, mit anderen Worten. Und damit habt ihr eine Möglichkeit, ja, euch auch noch selbst zu besprechen. Ich bin ja gespannt, wann die ersten Sprachdateien im Dialekt rauskommen, sei es Schwäbisch, Badisch oder Kölsch, ne? So Fahrwerk ausgefahren, ne? Ja, sowas in diese Richtung. Oder Varioton, dann sind wir auch ein bisschen frei von der Stimme, die wir vorgegeben haben, die wir auch zuordnen können, selbstverständlich. Wir sind dann relativ frei in dem, was wir tun. Also wie gesagt, ihr könnt auch diese Lage oder auch Beschleunigung, so oder so in diese Richtung, könnt ihr genauso konfigurieren wie auch die Lage, so und was haben wir noch? So und drehen. So. Das könnt ihr zum Beispiel für ja, wenn ihr zum Beispiel FPV fliegt, ne? Ihr fliegt jetzt FPV und wollt nach links gucken, dann macht ihr so. Ja? Oder nach rechts, also ich zeige euch mal so, du willst nach rechts gucken, dann drehst du nach rechts. Oder Gimbal soll nach unten fahren. Dann könnt ihr zum Beispiel auch solche Gimbal ansteuern. Ne? Das ist auch so ein Gimbal, der hält sich ja gerade. Und wenn ihr dann bewegt, dann geht der nach unten. So. Und dann guckt ihr unten, guckt ihr nach rechts, guckt ihr nach links. Das wäre auch eine Möglichkeit, das mit dieser Anlage zu konfigurieren, wenn der Anschluss dann am Empfänger zum Gimbal geht. Ja, also ihr merkt, es ist sehr vielseitig, sehr, sehr vielseitig. Und in der Verbindung mit der Profi TX kann man die auch als Buddybox nutzen. Also Buddybox ist ein Begriff aus dem amerikanischen, nichts anderes als Lehrer-Schüler-Betrieb. Und da will ich euch mal kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe das letztens umgebaut. Er fliegt hier den Mode 2 und hier habe ich einen Mode 1 Schüler Sender, sodass wenn jetzt jemand da ist und möchte gerne meinen Pace fliegen, dann drücke ich den Sender in die Hand
Und dann geht ihr hier auf Lehrer-Schüler-Betrieb, hier auch auf Schüler. Und das wichtig ist, ihr müsst den Sender ganz dicht an den Lehrersender bringen. Beide auf Binding bringen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, im Lehrersender entsprechend die Kanäle freizuschalten. Über einen Schalter, gesamt, wird dann der Schüler freigeschaltet. Ihr kriegt dann auch über die Ansage vom Lehrersender gesagt, ja, Schüler steuert. Und Schüler getrennt, wenn ihr den Schalter auf die andere Seite legt. Und ihr könnt sagen, was er mit welchem Kanal fliegen darf. Ne? Also ihr nehmt dann diese Kanäle, die hier sind, diese Ausgänge sind dann dort gekoppelt an die einzelnen Kanäle und dann sagt ihr, okay, ich gebe dir nur Höhen- oder Seiten- oder Querruder frei und die Wölbklappen und alles andere, das fliege ich noch mit meinem Lehrersender weiter. So könnt ihr euch den Schüler auch heranziehen, dass ihr erstmal Gas fliegt und dann später fliegt er, der Schüler, dann auch Gas. Also ihr könnt dann immer weiter die Funktionen dem Schüler additiv aufsetzen, bis er den gesamten Vogel komplett mit Flugphasen und alles Mögliche fliegt. Was mir noch aufgefallen ist bei den Flugphaseneinstellungen mit der neuen Software, das ist sehr komfortabel bei der 12er. Ich habe meinen gesamten Pace damit gemacht. Also meinen großen 8-Klappensegler. Hier sagt man nur 6-Klappensegler. Würde damit machen. Nein, 8 Klappen. Durch die neuen Funktionen könnt ihr jetzt hingehen und legt 2 Querruder zusammen oder die 2 mittleren zusammen. Durch die einzelnen Kanalausgänge. Fantastisch machbar. Also ihr könnt einen 8-Klappensegler damit auch machen. Und was ich nicht ausprobiert habe, aber es funktioniert, ist, wenn ihr die schönen, den 7er, 9er und 12er Empfänger nehmt also diese Gyros drin haben. Die lassen sich ja auch nochmal individuell programmieren. Das ist ein wunderbarer Mix zwischen den Empfänger. Ach Mensch, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also Herr Kotschow blendet das jetzt hier unten einfach halber mal. Und dem Sender ist das einfach eine Profianlage. Es ist wirklich eine Profianlage, ein Schaf im Wolfspelz, würde ich mal sagen. Ihr habt hiermit eine Profianlage. Ja, und die kommt der TX, wie wir sie hier haben, sehr, sehr nahe in den Funktionen. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass man so ein völlig komplexes System hat. Und das Update ist auch das Herrliche. Ihr habt eine automatische Sicherung, die wird euch da angeboten bei dem Update, automatisch sichern, wenn die Daten alle auf dem PC gesichert. Dann spielt ihr das ein und danach funktioniert alles nach wie vor, bloß ihr habt mehr Funktionen drin. Und das macht Multiplex mit jedem weiteren Update und da ein großes Dank auch an Multiplex, dass sie das auch so sauber uns liefern, damit wir das auch fantastisch dann auch nutzen können und auch sicher nutzen können. Sicher ist nie etwas, das wissen wir. Ja? Ich sage immer, Technik ist ein Zufall, wenn es funktioniert. Checkt alles durch, nach wie vor, macht auch Reichweitentests etc., sodass ihr sicher gehen könnt, dass alles wieder optimal ist, so wie es auch vorher beim Update war. Aber das ist ja die normale Sorgfaltspflicht, die wir als Piloten immer haben. Und wir müssen immer gucken und immer checken, dass wir unser Material, egal mit welcher Anlage wir fliegen, egal ob wir in der Werkstatt gearbeitet haben, wir müssen immer diese Checks machen, um auch sicher zu sein, bruchfrei zu bleiben. Toi, toi, toi. So, achtet auch immer darauf, dass ihr immer bei dem Update Sender und Update M-Link die aktuellsten Versionen habt. Das seht ihr auch im Launcher. Der Launcher findet das, sagt, okay, wollen Sie updaten? Dann macht man das Update. Also seid immer auf der Höhe der ganzen Sache, macht mit, dass wenn ihr auch mal kleine Fehlerchen findet, ne, ruft den Support an, die sind da sehr dankbar drüber. Schimpft mit denen nicht, ja, die testen alles, aber mir ist es selbst noch nicht passiert, dass ich dort anrufen musste zu irgendwelchen Update-Fehlern. Die sind sehr, sehr perfekt in dem, was sie da tun. Dankeschön an das Multiplex-Team, Dankeschön, dass ich hier habe den Testbericht machen können. Und das ist im Grunde genommen ein Langzeittestbericht, den ich jetzt eigentlich über 2 Jahre gemacht habe mit den Anlagen und bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Dankeschön für das schöne Erlebnis, so eine tolle Anlage zu fliegen und fliegen zu dürfen. Und Sie sind ja auch mein Eigentum, ich nutze die ja auch hier. Und ja, mehr wollte ich euch nicht sagen und seht
zu, dass ihr einfach mal sichere Anlagen fliegt in der Zukunft. Achtet auch darauf, dass die neuesten Protokolle von diesen Firmen genutzt werden, die dieses Listen Before Talk nehmen, die sich auch wirklich mit den Ausgangsleistungen an das halten, was erlaubt ist. Ja, das ist also ganz wichtig, dass sie auch die CE Produktkennzeichnungen haben. Ja, also manche China-Importe haben CE drauf, was eigentlich CE ist, aber nicht der die CE entspricht, die sein müsste, an die sich die deutschen Hersteller und die großen Hersteller ja auch halten. Insbesondere auch Multiplex, sie sind ganz weit vorne. Und was die Telemetrie anbelangt, da bin ich super zufrieden, die ist super schnell. Ich fliege dir die Sensorik, wie zum Beispiel hier diesen Speed und auch den Vario-Sensor. Perfekt. Ich habe ja eine Kontrolle. Ich habe hier noch ein zweites, eine Flymeter drin sitzen, die andere GPS-Werte nach unten sendet, direkt über eine eigene Funkstrecke. Und ich sehe, dass die wirklich parallel, schnell und exakt sind. Da bin ich sehr glücklich drüber. Ja. Ich habe auch noch ein Vario von Westech, was auf M-Link funktioniert. Das ist dieses Vario, deshalb fliege ich auch mit einer anderen Maschine, da bin ich auch sehr zufrieden damit, kommt auch sehr gut über den Rückkanal rüber und die habe ich auch gemixt geflogen, auf dem einen Ohr Westech, auf dem anderen Ohr das und auch der True Airspeed, also mit dem Pitot-Rohr, ist auch perfekt. Also ich bin bei wenig Luftbewegung geflogen und habe das mit den GPS-Werten verglichen. Sehr sensibel, sehr fein und ihr könnt es auch zum Beispiel, wenn ihr den Funrail fliegt, da braucht ihr jetzt nicht unbedingt eine Tech-Düse, beziehungsweise jetzt hier das Anschließen, diesen statischen. Nee, legt den einfach rein, das reicht, weil diese energiekompensierte Varios, die jetzt auch von mir getestet worden sind, die brauchen diese leichten Flieger nicht. Also schmeißt den einfach rein, das reicht und den Staudruck anbringen ist wunderbar. Also der nimmt auch den statischen Druck und den Staudruck ab und mittelt daraus die Vario-Werte. Also ich kann nur sagen, hier ist alles auf dem richtigen Weg. Und für das GPS-Triangel wünsche ich mir einfach nur noch vom Multiplex, dass da in der nächsten Zeit auch über die Telemetrie ein Signal runterkommt, damit wir diese Daten auch in dem GPS-Triangel nutzen können. Soweit einfach als lieben Vorschlag, eine kleine Lackmuserfahrung, was die Szene zurzeit sich wünscht, wo in die Richtung geht. Wir können aber auch bis dahin noch ausweichen auf andere Systeme, die Direktfunk haben und die sind auch sehr gut. Aber wie gesagt, diese Sensorik ist vom Multiplex sehr ausgereift und es macht Spaß, sie insgesamt zu nutzen, sei es mit der Profi TX oder auch mit den beiden Sendern. Und ganz zum Schluss will ich euch noch sagen, macht das Update von der SX9 auf die SX12. Ich glaube 120, 130 € kostet das. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Und viel Spaß damit. Ich habe auch meine Freude und Dankeschön für die tollen Produkte aus dem Hause Multiplex. Ciao.